Eigentlich war das schon immer bei uns in der Familie verankert, dass Opel gefahren wird. Der Opa, der hat immer die große Rekord und Commodore gefahren, später dann Monza. Und dann auch unsere Eltern sind, also ich bin aufgewachsen mit einem Rekord Caravan E2. Das war meine erste Kindheitserinnerung und meine Mutter hat dann noch einen Kadett E Cup gefahren, der nach 3 Jahren nach Neuwagenzustand durchgerostet war. Und so ist dann halt die ganze Opel-Geschichte losgegangen. Mein Onkel, der hat auch immer nur alte Opel gehabt, Rekord C, Caravan ganz viel. Und dann war eigentlich immer schon von Anfang an klar, dass das erste Auto ein Opel sein muss. Ich bin in die ganze Sache eigentlich nur reingerutscht, weil ich den Jakob kennengelernt habe und dann plötzlich in diesem Megerle-Clan mit drin war und vorher eigentlich so gar nichts mit Autos am Hut gehabt. Aber ja, wenn man da drin ist, dann ist man drin. Und mein erstes Auto war dann ein Ascona C in Helios Blau. So wie er jetzt auch meine Frau einen hat. Das Thema war eigentlich nur, dass das Auto, ich bin 18 geworden und brauchte dringend ein Auto und mein Kumpel hatte vom Nachbarort so eins gekauft. Das war von einem Mann, der war 1923 geboren und das Auto war halt da und dann habe ich dem 400 € gezahlt für das Teil, habe noch umgebaut auf Schaltgetriebe, weil das war eine Automatik. Und dann bin ich die ersten Jahre gefahren, bis natürlich der TÜV abgelaufen war. Und weil mir so gut gefallen hat, habe ich dann nochmal einkauft, auch in der gleichen Farbe, allerdings mit einem bisschen größeren Motor. Und zwischenzeitlich war das dann nur noch so ein bisschen Sommerauto und ich wollte dann halt immer nur noch Hecktriebler fahren, weil Hecktriebler halt einfach viel mehr Spaß machen. Und dann musste der irgendwann einem C-Kadett weichen. Und dann war meine Frau natürlich extrem traurig, weil die sich sehr gut mit dem Auto angefreundet hatte. Und als sie dann 30 wurde, ich weiß, man sieht es nicht, aber es ist schon passiert, habe ich gedacht, da muss ich die Gelegenheit nutzen und muss dann endlich einen Zweitürer Ascona C in Helios Blau kaufen. Weil alle, wo ich hatte, waren immer nur 4-Türer, aber die Zweitürer sind halt einfach viel seltener. Und habe ich mit Glück dann einen gekriegt, der war natürlich vom Zustand nicht so gut, muss man dann ein bisschen was dran machen. Also das Auto, wie der Jakob vorhin schon gesagt hat, kam ja dann an meinem 30. Geburtstag, mit dem ich so vielleicht auch ein bisschen gehadert habe, stand auf einmal das Auto im Hof. Und ja, das war halt damals, als der Jakob sein verkauft hat, das war so ein bisschen mein Traumauto, sage ich jetzt mal. Und dann hat er den hergegeben und ich habe dem Auto einfach immer nachgeweint. Und am 30. stand dann dieses Auto einfach da in der Farbe. Zustand war so, naja, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Ich war ein bisschen traurig, dass ich nicht direkt losfahren konnte, aber es hat sich gelohnt zu warten, auf jeden Fall. Und grundsätzlich hatte Jakob dann da sehr viel Zeit, also ich glaube ein Jahr, oder? Zum 31. war er dann fertig. Genau, zum 31. war er dann fertig. Ja, anderer Motor kam rein, 2,16 Liter V. Dann war das Felgethema eine ganz wichtige Nummer, weil das habe ich gelernt in der Familie. Das ist das Allerwichtigste und das Allererste, das man eigentlich macht, auch wenn man den größten Schrotthaufen hat. Man muss ja erst mal gucken, was für Felgen da drauf müssen. Da bin ich mittlerweile dann auch einfach schon angefixt und es hat auch eine Weile gedauert und es gab einige Diskussionen auch. Aber
Haben uns dann für die Lenzo-Felge entschieden, die meiner Meinung nach da super gut drauf passen. Genau, dann Fahrwerk wurde noch was gemacht und ansonsten ist aber eigentlich relativ original, würde ich mal sagen. Lackiert wurde noch. Beide Seitenwände wurde ersetzt. Mit Original-Opel-Teile. Dann nochmal Danke an meinen Bruder. Ja, der da sehr viel Zeit reingesteckt hat. Ja. Mit dem ganzen Metall bearbeiten und Schweißen und Machen und Tun. Also schon geschickt, wenn da in der Familie jeder irgendwie so ein bisschen was kann. Wie der Zufall will, hat ein gemeinsamer Kumpel von uns von alter Zeiten seinen Lackiermeister gerade gemacht und war sowieso auf der Suche nach einem Projekt. Und dadurch haben wir eine 1A-Lackierung für sehr schmale Taler bekommen. Auch nochmal danke an der Fabi. Sehr. Ich würde es nicht mehr hergeben. Den haben wir 2014 haben wir den gekauft. Der stand ganz verlassen neben lauter alte Mercedes, Heckflosse und Strich 8 und sonst irgendwas. Und stand dann auf so einem Hof von einem Mercedes-Ausschlachter damals. Und der wurde im Kundeauftrag verkauft. War auch von einer alten Lady. War halt auch ein bisschen rostig, ein bisschen lang draußen in der Sonne gestanden und dann haben wir den damals gekauft für 1200 €. Und das letzte Geld zusammengekratzt, dass wir das Auto irgendwie kaufen können. Genau, und dann haben wir den halt innerhalb von kürzester Zeit noch gerichtet mit Lackieren und Schweißen an den Motor rein. Damals noch ein 2.0e aus einem Monza, haben wir den kompletten Antriebsstrang von meinem Cousin abgeschwätzt für ein paar Euro. Und das Ziel war damals 2014 Rust & Roll teilzunehmen. Das hat dann auch mit einem 5-Tages-Kennzeichen ein paar Tage vorher dann tatsächlich noch geklappt, dass wir da hinfahren konnten. Zum ersten Schritt wurde er schwarz lackiert. Das gab es ja original nicht. Der war der ockergelb. Dann einen anderen Motor reinbaut, Tank auf Einspritzung umgebaut, bisschen größere Bremse. Und dann bin ich dann eigentlich jahrelang so gefahren. 5-Gang-Getriebe war klar drin, Getrag 240 und irgendwann hatte ich einen C20 XE noch rumliegen, den ich eigentlich damals in mein C-Kadett reinbauen wollte. Der musste leider für meine Scheuneboden weichen, um den zu bezahlen. Und dann habe ich den Motor rumliegen und dann habe ich gedacht, komm, schmeiße ich den doch einfach mal da rein. Gab es glaube ich noch nicht viele, die das gemacht haben und bereue es bis heute noch nicht. Ist wirklich ein super Motor in dem Auto. Hat jetzt quasi genauso viel Leistung wie ein großer Commodore, allerdings ist es ein leichter 4-Zylinder statt einem schweren 6-Zylinder. Ganz am Anfang, wo wir noch schnell aufs Rust & Roll wollte, haben wir natürlich einfach irgendwelche Federn genommen und die abgeflext, was man 2014 noch wunderbar machen konnte, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. Die Felgen haben damals 50 € gekostet, die sind irgendwo in einem Konvolut auftaucht und haben wir dann ein bisschen Drähte poliert und die Sterne lackiert in der RAL 1036. Mittlerweile ist ein KAW-Fahrwerk drin, die bietet mittlerweile ein Fahrwerk mit Gutachter an. Muss man nur noch leicht bearbeiten, dass es gut aussieht. Ja, und eine Klimaanlage habe ich noch eingebaut. Komplett eigene Konstruktion mit
Corsa B Kondensator, Corsa B Verdampfer und Omega Kompressor. Servolenkung habe ich auf jeden Fall noch nachgerüstet, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ohne Servo ist es echt scheiße mit der Kugelumlauflenkung. Ja. Also zu dem Auto, wo er auf der Hebebühne steht, Ascona B Sport, war auch wieder relativ lustig. Von meinem Cousin WhatsApp kriegt, dass sein Kumpel oder unser gemeinsamer Kumpel bei seinem Arbeitskollege zu Hause ist und in der Scheune der Ascona aufgetaucht ist. Die Scheune muss abgerissen werden und sie wollte den Ascona auf den Schrott schmeißen. Der hatte dann abgeholt dort, hat ihn zu sich heimgebracht und sobald ich die Nachricht von meinem Cousin bekommen habe, habe ich meinem Kumpel im 5-Sekunden-Takt irgendwelche WhatsApp geschrieben, dass ich das Auto haben will, und dann sind wir tatsächlich am nächsten Tag hingefahren. Meine Frau, die war unterwegs und ich habe gesagt, ja, wir gucken uns mal das Auto an. Nur angucken? Und wie natürlich das Schicksal so ist, habe ich dann das Auto kaufen müssen. Das Auto stand in der Scheune, das irgendwann in der 90er Jahre, Anfang 90er Jahre, musste das Auto wohl schnell verschwinden. So war die Aussage von der Frau, wo das in der Scheune stand. Und es war auch relativ ramponiert, Frontblech ein bisschen eindrückt und vorne und hinten ein paar Schäden. Also wir wissen nicht genau, was damals passiert ist. Auf jeden Fall musste das Auto schnell weg, wurde dann in der Scheune untergebracht und wurde mehr oder weniger eingebaut in der Scheune. Und ein Kumpel hat es dann rausgezogen und ich habe mich natürlich total verliebt gleich in das Auto. Hat gerade 100.000 Kilometer drauf gehabt und hat genau das, was jeder haben will. Recaro Sportsitze, die natürlich in keinem guten Zustand sind. 2.0e, der ungefähr 5 Liter Wasser im Motor stand. Aber habe jetzt Differential zugeschweißt, mache jetzt demnächst mal noch TÜV drauf, mal die paar Rostlöcher, die er noch hat, zuschweiße und dann ein bisschen Spaß damit haben. Als nächstes kommt noch ein Mercedes wie heißen die Motoren? Ja, vom SLK Kompressor kommt jetzt ein Eaton Kompressor drauf und dann mal schauen. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren, Glöckchen aktivieren und eurem Nachbarn Bescheid sagen. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Kennst du
kennst du das nicht? Das ist so ein Meme. Die sind zwei Alte bei Bares für Rares. Das ist so eine Frau und ihren Mann. Und sie hat halt übelst die Hose an. Und er steht so daneben, so. Und sie sagt, wir freuen uns. Und er so, wir freuen uns. Und sie sagt, schauen wir mal, was wird. Und er sagt, was wird? Das ist so richtig kacke. Der Typ tut einem einfach nur leid. Du siehst 15 Sekunden aus seinem Leben und weißt, der hat nichts zu lachen, der Typ. Da kriegt nur die Fresse daheim. Nice. Der stirbt gerade da drüben. Ich hasse dich. Nee, aber ihr fällt mir gut, der Umschwung ist sehr geil. Ich finde es schön, dass du mir so ein nettes Kompliment gemacht hast. Ja, aber das ist schon viel wert beim Jakob. Besser geht es gar nicht. Du warst jetzt beim romantischen Ausdruck dabei, das ist Ja. wahrscheinlich. Das kommt selten vor. Sehr, sehr selten. Lang wenn sie ruhig. Aber sag erst halt, wenn das Sven. So, hallo, ich bin der Sven. Ich soll irgendwas von dem Familienstammbaum erzählen, der einen Kreis ergab. Und zwar war der Besitzer von dem Ascona damals in den 80er Jahren mit seiner Tante zusammen. Und der, also ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt erzählt habt, der hatte ja dann damals irgendwie Blödsinn drin in dem Auto. Das musste schnell verschwinden. Und es wurde dann bei seiner damaligen Freundin, also seiner Tante, untergestellt. Und da stand es dann seit 88, wurde dann in Vergessenheit geraten, war dann auch in dem Hochwasser. Und ja, dann jetzt, letztes Jahr, hat das Auto dann weg müssen, weil die Scheune leergeräumt wurde. Und von meinem Geschäftskollegen, dem wurde das Auto angeboten, ob er das nicht holen will, weil nicht neben der Schrotthändler. Und dann ist mein Geschäftskollege hingefahren, hat ihn angeguckt, ja, Ascona, Sport, ist cool. Und dann hat er ihn rausgezogen, hat ihn aufgeladen. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Er hat mir Bilder geschickt, ich habe es meinem Cousin geschickt und der stand sofort auf der Matte. Und, ja. Ich wollte ihn aber nur angucken. Ja, so wurde es mir kommuniziert, aber das ist meistens so mit allen Fahrzeugen, die bei uns hier auf dem Grundstück stehen. Genau. Danke, Sven. Danke. Danke.